Lektion 1: Zimmergebühren abrechnen. Anna, bevor wir gehen, stellen wir sicher, dass alle Zimmergebühren beglichen sind. Das ist eine gute Idee, John. Wir würden später keine Überraschungen wollen. Absolut. Es ist immer besser, sich im Voraus um diese Dinge zu kümmern. Ich stimme zu. Es ist ein verantwortungsbewusster Ansatz, um einen reibungslosen Checkout-Prozess zu gewährleisten. Außerdem gibt es uns die Gewissheit, dass für alles gesorgt ist. Auf jeden Fall. Es ist eine Sache weniger, über die wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir unterwegs sind. Außerdem können wir spätere Missverständnisse oder Streitigkeiten vermeiden. Das stimmt. Es ist besser, alle Probleme sofort zu lösen. Und es ist eine gute Praxis, alle ausstehenden Rechnungen umgehend zu begleichen. Absolut. Es zeigt Respekt vor dem Establishment und seinen Dienstleistungen. Und es ist auch ein gutes Beispiel für andere. Ja, es ist wichtig, verantwortungsbewusst zu reisen. Also, lass uns jetzt die Zimmergebühren begleichen. Lektion 2: Reisedokumente aussortiert. Anna, wir müssen sicherstellen, dass wir alle notwendigen Reisedokumente sortiert haben. Du hast recht, John. Es ist wichtig, dass alles in Ordnung ist, bevor wir gehen. Wir sollten überprüfen, ob unsere Pässe gültig und nicht abgelaufen sind. Absolut. Ohne gültige Pässe können wir nicht reisen. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir alle erforderlichen Visa oder Genehmigungen haben. Ja, es ist wichtig, die Einreisebestimmungen für unser Reiseziel zu überprüfen. Wir sollten keine Reisebeschränkungen oder Sonderregelungen übersehen. Das ist richtig. Wir müssen uns aller spezifischen Unterlagen bewusst sein, die benötigt werden. Und wir sollten auch Kopien unserer wichtigen Dokumente an einem sicheren Ort aufbewahren. Guter Punkt, John. Es ist immer ratsam, Sicherungskopien zu haben. Wir sollten auch überprüfen, ob wir Impfungen oder ärztliche Atteste benötigen. Ja, unsere Gesundheit und Sicherheit sollten Priorität haben. Lassen Sie Lektion uns also 3: noch einmal überprüfen Nationalparks und besuchen. sicherstellen, dass alle unsere Reisedokumente in Ordnung sind. Wie steht's mit dir, Anna? Warst du schon einmal in Nationalparks? Ja, John. Ja, ich hatte die Gelegenheit, einige Nationalparks zu besuchen und sie waren unglaublich. Das klingt unglaublich, Anna. Ich wollte schon immer Nationalparks besuchen. Sie bieten atemberaubende natürliche Schönheit und die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Das kann ich mir vorstellen. Welche Nationalparks hast du besucht? Ich habe den Yellowstone Nationalpark und den Yosemite Nationalpark besucht. Beeindruckend. Das sind zwei ikonische Parks. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? In Yellowstone waren die geothermischen Merkmale wie der Old Faithful Geysir faszinierend. Das muss ein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Und was ist mit Yosemite? Die hochaufragenden Granitklippen und die atemberaubenden Wasserfälle von Yosemite haben mich beeindruckt. Ich kann mir die Pracht dieser Landschaften vorstellen. Bist du wandern gegangen? Ja, ich habe einige wunderschöne Wanderungen gemacht und atemberaubende Ausblicke gesehen. Es klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Ich werde auf jeden Fall Nationalparks zu meiner Reiseliste hinzufügen.
Ich kann es nur empfehlen, John. Die Natur hat so viel zu bieten, und Nationalparks sind eine großartige Möglichkeit, sie zu erkunden. Ich werde dafür sorgen, bald eine Reise zu planen. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, Anna. Lektion 4. Finden, was Sie brauchen. Anna, hast du beim Einkaufen alles gefunden, was du gebraucht hast? Nun, fast alles. Sie waren nicht von meiner Lieblingsschuhmarke. Das ist eine Schande. Hast du eine Alternative gefunden? Ja, ich habe einen ähnlichen Stil von einer anderen Marke gefunden. Das ist gut zu hören. Manchmal müssen wir bei unseren Entscheidungen flexibel sein. Absolut. Es ist wichtig, sich anzupassen und geeignete Alternativen zu finden. Hast du es geschafft, alle anderen Artikel auf deiner Liste zu finden? Ja, zum Glück war alles andere verfügbar. Das ist großartig. Es kann frustrierend sein, wenn Dinge vergriffen sind. Ja, aber es ist immer eine gute Idee, einen Backup-Plan oder alternative Optionen im Auge zu haben. Auf jeden Fall. Es hilft, vorbereitet und offen für verschiedene Möglichkeiten zu sein. Und manchmal entdecken wir neue Produkte, die uns am Ende noch besser gefallen. Das stimmt. Es lohnt sich immer, verschiedene Optionen zu erkunden. Trotz der Schuhe bin ich also zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Lektion 5. Vegetarische Optionen. Nun ja, das tun sie. Sie haben eine Vielzahl von vegetarischen. Entschuldigung, John, aber ich konnte nicht anders, als Ihr Gespräch zu belauschen. Oh, es tut mir leid. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte nur erwähnen, dass viele Orte eine Vielzahl von vegetarischen Optionen anbieten. Das stimmt. Es ist wichtig, auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen einzugehen. Absolut. Vegetarismus wird immer beliebter. Und es ist toll zu sehen, dass Restaurants und Cafés dies anerkennen und berücksichtigen. Ja, es zeigt Inklusivität und Rücksichtnahme auf alle Kunden. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, verschiedene Optionen zur Verfügung zu haben. Und es ist nicht nur für Vegetarier. Viele Menschen genießen vegetarische Gerichte als gesündere Wahl. Das ist ein gutes Argument. Vegetarische Mahlzeiten können nahrhaft und köstlich sein. Es ist also schön zu wissen, dass es vegetarische Optionen gibt, wenn Sie auswärts essen. Auf jeden Fall. Es macht es für jeden einfacher, etwas zu finden, das ihm Spaß machen kann. Lektion 6. Einen Masterabschluss anstreben. Ich habe mich für einen Master entschieden. Das ist großartig. Für welchen Bereich interessieren Sie sich? Mein Ziel ist es, Forschung zu betreiben und zum Verständnis von Kognition in diesem Bereich beizutragen. Das klingt faszinierend. Haben Sie einen bestimmten Schwerpunkt gewählt? Ja, ich bin besonders daran interessiert, die Auswirkungen von Aufmerksamkeit auf das Gedächtnis zu untersuchen. Das ist ein herausforderndes Thema. Wie planen Sie, Ihre Forschung anzugehen? Ich werde Experimente durchführen und Daten analysieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das klingt nach einem rigorosen Prozess.
Freust du dich darüber? Unbedingt. Ich freue mich darauf, einen wichtigen Beitrag auf diesem Gebiet zu leisten. Ich bin sicher, du wirst großartige Arbeit leisten. Viel Glück beim Studium. Danke. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ermutigung. Du bist willkommen. Ich freue mich darauf, von Ihren Forschungsergebnissen zu hören. Ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 7: Bewertung einer Entscheidung. Ich habe den Vorschlag geprüft und insgesamt scheint er fair zu sein. Das ist gut zu hören. Haben Sie irgendwelche Bedenken? Ja, ich habe ein paar Bedenken, die ich gerne besprechen würde. Lassen Sie uns sie natürlich durchgehen. Worüber machen Sie sich konkret Sorgen? Ich mache mir Sorgen um den Zeitplan und ob er realistisch ist. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Haben Sie dieses Problem mit dem Team angesprochen? Noch nicht, aber ich habe vor, es bei unserem nächsten Treffen zur Sprache zu bringen. Das ist ein proaktiver Ansatz. Welche anderen Bedenken haben Sie? Ich bin mir auch nicht sicher, was die Mittelzuweisung für bestimmte Aspekte angeht. Es ist wichtig, diese Details zu klären. Haben Sie mit der Finanzabteilung gesprochen? Noch nicht, aber ich werde mich an Sie wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist wichtig, diese Bedenken im Voraus auszuräumen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alles richtig angegangen wird. Lassen Sie mich wissen, ob ich etwas tun kann, um zu helfen. Viel Glück, John. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ihren Rat. Lektion 8: Fitnessroutine. Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag im Fitnessstudio? Es ist unterschiedlich, aber im Durchschnitt verbringe ich ungefähr 1,5 Stunden damit. Das ist eine ziemlich spezielle Trainingsroutine. Welche Übungen machst du? Ich konzentriere mich auf eine Kombination aus Gewichtheben und Dehnübungen. Wie teilst du deine Zeit zwischen Heben und Dehnen auf? Normalerweise verbringe ich etwa 45 Minuten mit Gewichtheben und 45 Minuten mit Dehnen. Das ist ein ausgewogener Ansatz. Haben Sie ein bestimmtes Programm, dem Sie folgen? Ja, ich habe ein maßgeschneidertes Programm, das von einem Personaltrainer entworfen wurde. Das ist großartig. Wie stellst du sicher, dass du motiviert bleibst? Ich setze mir konkrete Ziele und verfolge regelmäßig meine Fortschritte. Das ist eine kluge Strategie. Hast du irgendwelche Tipps, um konsistent zu bleiben? Finden Sie Übungen, die Ihnen Spaß machen, und machen Sie es sich zur Gewohnheit, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Das behalte ich im Hinterkopf. Du bist willkommen. Viel Glück bei deiner Fitnessreise, John. Lektion 9: Die Macht der Teamarbeit. Teamwork kann alle lästigen Probleme lösen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das wird die Dinge viel einfacher machen. Wenn jeder seinen Beitrag leistet, können Aufgaben effizienter erledigt werden. Absolut. Es ist wichtig, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Kommunikation und Zusammenarbeit sind in einer Teamumgebung von entscheidender Bedeutung.
Das stimmt. Wenn alle auf derselben Wellenlänge sind, läuft alles reibungslos. Es ist wichtig, den Beitrag jedes Teammitglieds zu schätzen und anzuerkennen. Auf jeden Fall. Die Bemühungen aller anzuerkennen, steigert die Moral und Motivation. Und wenn Herausforderungen auftauchen, kann ein vereintes Team effektive Lösungen finden. Exakt. Teamwork bringt vielfältige Fähigkeiten und Perspektiven zusammen. Ich glaube, dass wir mit Teamwork großartige Dinge erreichen können. Ich teile den gleichen Glauben. Gemeinsam können wir jedes Hindernis überwinden. Lektion 10: Stressbewältigung. Wie gehst du mit Stress um? Ich finde tiefes Atmen und Meditation sehr hilfreich. Ich habe von tiefem Atmen gehört, aber könntest du erklären, wie es funktioniert? Tiefes Atmen beinhaltet langsames, tiefes Atmen, um Körper und Geist zu entspannen. Das klingt einfach und doch effektiv. Wie oft übst du es? Ich versuche, tiefes Atmen in meinen Alltag zu integrieren, besonders in stressigen Momenten. Benötigt es eine bestimmte Technik oder kann das jemand machen? Jeder kann es tun. Suchen Sie sich einfach einen ruhigen Ort, setzen Sie sich bequem hin und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Was ist mit Meditation? Wie trägt es zur Stressbewältigung bei? Meditation ermöglicht es dir, deinen Geist zu beruhigen und inneren Frieden zu finden. Es geht darum, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren und im Moment Gibt präsent es zu eine sein. bestimmte Art von Meditation, die du empfiehlst? Es gibt verschiedene Arten, wie Achtsamkeitsmeditation und geführte Meditation. Es ist gut zu erforschen und herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Wie lange meditierst du normalerweise? Normalerweise beginne ich mit kurzen Sitzungen von 10 bis 15 Minuten und erhöhe die Dauer schrittweise, wenn ich mich wohler fühle. Das ist hilfreich. Ich werde versuchen, tief zu atmen und zu meditieren, um meinen Stress zu bewältigen. Ich freue mich, das zu hören. Denken Sie daran, dass Konsistenz der Schlüssel ist. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, wenn Sie Hilfe benötigen. Danke, Anna. Ich schätze Ihren Rat und Ihre Unterstützung. Gern geschehen, John. Pass auf dich auf und priorisiere dein Wohlbefinden. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 11: Gegenstände auf der Küchentheke lassen. Lass sie bitte einfach auf der Küchentheke liegen. In Ordnung, ich mache das sofort. Danke, Anna. Es ist praktisch für mich, sie dort zu finden. Ich verstehe. Ich sorge dafür, dass alles an einer sichtbaren Stelle bleibt. Das wäre toll. Das erspart mir Zeit bei der Suche nach Dingen. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die Dinge einfacher zu machen. Ich schätze deine Aufmerksamkeit, Anna. Es ist überhaupt kein Problem. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen kann. Ihre Hilfe ist für mich immer wertvoll. Danke, John. Ich freue mich, dass ich behilflich sein kann. Du bist eine große Hilfe, Anna. Ich bin dankbar, dass du da bist. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin hier, um dich zu unterstützen.
Lektion 12. Wichtige Details überprüfen. Guter Punkt. Lass uns das auch überprüfen. Absolut. Wir sollten keine wichtigen Details übersehen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass wir bei unserer Arbeit gründlich vorgehen. Eine doppelte Überprüfung gewährleistet Genauigkeit und vermeidet Fehler. Das stimmt. Das hilft uns, hohe Standards aufrechtzuerhalten. Wir sollten uns die Zeit nehmen, alles sorgfältig zu überprüfen. Einverstanden. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Liebe zum Detail ist entscheidend für den Erfolg. Es zeigt unsere Professionalität und unser Engagement. Wir sollten in unserer Arbeit immer nach Exzellenz streben. Absolut. Sorgen wir dafür, dass nichts durch die Ritzen rutscht. Lektion 13. Verspätete Ankunft. Es tut mir leid, dass ich dich warten lasse. Es ist okay. Wir alle verspäten uns manchmal. Ich entschuldige mich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Mach dir darüber keine Sorgen. Solche Dinge passieren. Danke für dein Verständnis, Anna. Das Leben ist unberechenbar. Wir müssen flexibel sein. Du hast recht. Ich schätze deine Geduld. Gar kein Problem. Ich bin da, wenn du bereit bist. Ich werde mein Bestes tun, um Verzögerungen in Zukunft zu vermeiden. Das ist alles, was wir verlangen können. Lass uns weitermachen. Danke, Anna. Ich schätze dein Verständnis. Es ist mir ein Vergnügen, John. Lass uns anfangen. Lektion 14. Vereinbarung der Zahlungsbedingungen. Was ist mit den Zahlungsbedingungen, die für uns beide funktionieren? Wir sollten eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung finden. Es ist wichtig, die Bedürfnisse beider Parteien zu berücksichtigen. Wir können verschiedene Optionen besprechen und einen Mittelweg finden. Das klingt vernünftig. Lass uns ein offenes Gespräch führen. Transparenz ist der Schlüssel zu Verhandlungen. Einverstanden. Wir sollten uns über die Erwartungen im Klaren sein. Wir können eine Einigung erzielen, die uns beide zufriedenstellt. Das ist das Ziel. Fairness ist in der Wirtschaft wichtig. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden können, die funktioniert. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, Gemeinsamkeiten zu finden. Es ist mir ein Vergnügen, John. Lassen Sie uns auf ein Win-Win-Ergebnis hinarbeiten. Lektion 15. Bleiben Sie hydratisiert. Trinken Sie mindestens 8 Gläser pro Tag. Hervorragend. Es ist auch wichtig zuzuschauen. Die Menge an Wasser, die wir täglich konsumieren. Das ist richtig. Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend für unsere Gesundheit. Wenn wir genug Wasser trinken, funktioniert unser Körper richtig. Es hilft auch bei der Verdauung und Durchblutung. Außerdem hält es unsere Haut hydratisiert und strahlend. Absolut. Wasser hat zahlreiche Vorteile. Es ist wichtig, Flüssigkeitszufuhr zur Gewohnheit zu machen.
Wir sollten überall eine Wasserflasche mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Erinnerung daran, regelmäßig zu trinken. Lassen Sie uns unsere Flüssigkeitszufuhr für das allgemeine Wohlbefinden priorisieren. Einverstanden. Prost auf gute Gesundheit und darauf, genug zu trinken, Anna. Prost, John. Hier geht es darum, auf uns selbst aufzupassen. Lektion 16: Kandidaten mit relevanter Erfahrung priorisieren. Die Einstellung von Kandidaten mit einschlägiger Erfahrung ist entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens. Absolut, John. Es stellt sicher, dass die neuen Mitarbeiter sofort loslegen und ihren Beitrag leisten können. Erfahrung ermöglicht es den Kandidaten, wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen. Das stimmt, John. Das reduziert die Lernkurve und erhöht die Produktivität. Darüber hinaus können erfahrene Kandidaten herausfordernde Situationen oft effektiver bewältigen. Absolut, John. Sie waren bereits mit ähnlichen Situationen konfrontiert und wissen, wie sie damit umgehen müssen. Die Priorisierung von Kandidaten mit relevanter Erfahrung minimiert auch den Bedarf an umfangreicher Schulung. Das ist ein berechtigtes Argument, John. Das spart Zeit und Ressourcen für das Unternehmen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlicher, dass erfahrene Kandidaten eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen können. Das stimmt, John. Das gibt uns Vertrauen in ihre Fähigkeit, in ihren Rollen gute Leistungen zu erbringen. Insgesamt ist die Priorisierung von Kandidaten mit relevanter Erfahrung ein strategischer Ansatz bei der Einstellung. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Es stellt sicher, dass wir über qualifizierte und fähige Arbeitskräfte verfügen. Absolut, Anna. Es ist eine Investition in den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Lektion 17: Sie haben sogar Hundefleisch auf der Speisekarte. Ich habe von diesem neuen Restaurant gehört, das exotische Gerichte serviert. Sie haben sogar Hundefleisch auf der Speisekarte. Oh, wirklich? Das klingt ziemlich ungewöhnlich. Ich ziehe es jedoch vor, mich an traditionellere und ethischere Lebensmittel zu halten. Das ist verständlich, Anna. Es gibt viele andere köstliche Optionen. Absolut, John. Wir können verschiedene Küchen probieren, die eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen bieten. Das ist eine tolle Idee, Anna. Wir können auch exotische Früchte probieren, die wir noch nie probiert haben. Ja, Obst kann eine erfrischende und gesunde Wahl sein. Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere Geschmacksknospen zu befriedigen. Absolut, Anna. Es ist wichtig, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren. Ich stimme zu, John. Es ist faszinierend, wie Essen an sich schon ein Abenteuer sein kann. In der Tat, Anna. Die Erkundung verschiedener Essensmöglichkeiten ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern. Das stimmt, John. Das ist eine Gelegenheit, neue Kulturen durch ihre Küche kennenzulernen. Absolut, Anna. Essen verbindet Menschen und schafft unvergessliche Erlebnisse. Lektion 18: Ich habe versehentlich einen Knopf an meinem Hemd gerissen. Entschuldigung, Anna. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe versehentlich einen Knopf an meinem Hemd gerissen. Oh nein, John. Das ist bedauerlich.
Ist es ein Knopf, der leicht ausgetauscht werden kann? Ja, das ist eine Standardtaste. Ich glaube, ich kann einen Ersatz finden und ihn wieder annähen. Das ist eine Erleichterung, John. Es ist toll, dass es ein kleines Problem ist und behoben werden kann. Absolut, Anna. Es ist nur eine kleine Unannehmlichkeit, die leicht behoben werden kann. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Ersatzknopf benötigen, lassen Sie es mich wissen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Danke, Anna. Danke für dein Angebot. Ich werde sehen, ob ich einen passenden Knopf finde. Das klingt nach einem Plan, John. Ich bin zuversichtlich, dass du es in kürzester Zeit reparieren kannst. Ich gebe mein Bestes, Anna. Es ist immer gut, ein paar grundlegende Nähkenntnisse zu haben. Absolut, John. Solche kleineren Reparaturen durchführen zu können, kann sehr nützlich sein. In der Tat, Anna. Es ist eine praktische Fähigkeit, die man in verschiedenen Situationen haben kann. Lektion 19. Hast du sie vor dem Kauf anprobiert? Ich habe versehentlich ein paar Schuhe gekauft, die zu eng sind. Ich hätte sie vor dem Kauf anprobieren sollen. Das ist okay, John. Das passiert den Besten von uns. Hast du sie vor dem Kauf anprobiert? Leider habe ich das nicht getan. Ich hatte es eilig und wusste nicht, dass sie zu eng sein würden. Es ist immer eine gute Idee, Schuhe vor dem Kauf anzuprobieren. Es hilft, die richtige Passform zu gewährleisten. Ich habe meine Lektion gelernt, Anna. Ich werde das nächste Mal vorsichtiger sein. Das ist ein kluger Ansatz, John. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, Schuhe anzuprobieren und zu überprüfen, ob sie bequem sind. Absolut, Anna. Bequeme Schuhe sind für unser Wohlbefinden und unsere Fußgesundheit unerlässlich. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Es lohnt sich, Zeit zu investieren, um die richtige Passform zu finden. In der Tat, Anna. Es ist ein kleiner Schritt, der uns vor Unbehagen und potenziellen Problemen in der Zukunft bewahren kann. Lektion 20. Hast du über die Dauer von nachgedacht? Ich habe über ein Stellenangebot nachgedacht, bin mir aber nicht sicher, wie lange der Vertrag läuft. Das ist ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, John. Haben Sie über die Dauer des Vertrags nachgedacht und darüber, wie er mit Ihren langfristigen Zielen vereinbar ist? Ja, Anna. Ja, ich wäge die Vor- und Nachteile einer Festlegung auf eine bestimmte Dauer ab. Es ist wichtig zu beurteilen, ob die Vertragsdauer für beide Beteiligten funktioniert. Absolut, Anna. Es ist wichtig, Klarheit über die Erwartungen und Verpflichtungen zu haben. Haben Sie die Möglichkeit einer flexiblen Vertragsdauer mit dem Arbeitgeber besprochen? Ja, Anna. Ich habe ein Gespräch initiiert, um herauszufinden, ob es Verhandlungsspielraum gibt. Das ist ein proaktiver Ansatz, John. Das ermöglicht es Ihnen, eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung zu finden. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie sich die Vertragsdauer auf Ihre zukünftigen Karriereaussichten auswirken kann. Absolut, John. Sie möchten sicherstellen, dass es Ihren langfristigen Zielen und Bestrebungen entspricht. In der Tat, Anna. Es ist eine kluge Entscheidung, sich die Zeit zu nehmen, um die Vertragsdauer zu bewerten. Dies ist ein wichtiger Faktor, der Ihre allgemeine Arbeitszufriedenheit und Ihr berufliches Wachstum beeinflussen kann. Das stimmt, Anna. Es ist wichtig,
eine fundierte Entscheidung zu treffen, die Ihren Umständen am besten entspricht. Absolut, John. Ihr beruflicher Werdegang sollte von wohlüberlegten Überlegungen geleitet sein. Ich stimme zu, Anna. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Verpflichtungen und langfristigen Zielen zu finden. Lektion 21. Bereite dich vor und verlasse das Haus. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall, vorbereitet zu sein spart Zeit und Stress. Einverstanden. Normalerweise verlasse ich das Haus um 7 Uhr. Was ist mit dir? Ich gehe ungefähr zur gleichen Zeit, um 7 Uhr und 30 Minuten. Das ist früh. Fällt es dir schwer aufzuwachen? Manchmal, aber ich stelle mehrere Alarme ein, um sicherzustellen, dass ich nicht verschlafe. Das ist eine gute Strategie. Ich versuche früh ins Bett zu gehen, um genug Schlaf zu bekommen. Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden. Ich priorisiere es auch. Es ist toll, dass du auf dich selbst aufpasst. Ich bereite meine Sachen auch am Abend zuvor vor. Das ist klug. Ich lege meine Kleidung aus und packe meine Tasche im Wo aus. Das spart Zeit am Morgen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich kann einfach alles schnappen und gehen. Ich hoffe, du hast jeden Tag eine reibungslose Morgenroutine. Danke. Ich versuche es so effizient wie möglich zu machen. Lektion 22. Wochenendpläne. Das Wochenende rückt näher. Irgendwelche Pläne? Nicht wirklich. Normalerweise entspanne ich mich gerne und lasse es ruhig angehen. Das klingt nett. Ich verbringe auch gerne Zeit zu Hause. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche neue Energie zu tanken. Absolut. Manchmal schaue ich mir meine Lieblingsfernsehsendungen an. Das mache ich auch. Es ist schön, ein bisschen Unterhaltung zu haben. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Zeit für Freizeitaktivitäten zu finden. Auf jeden Fall. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Noch nicht, aber ich gehe vielleicht wandern, wenn das Wetter gut ist. Das klingt wunderbar. Die Natur kann so erfrischend sein. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende, wofür auch immer du dich entscheidest. Lektion 23. Stilvolle Entscheidungen. Ich muss ein paar neue Klamotten kaufen. Ich hoffe, Sie haben ein paar stylische. Ich bin sicher, wir finden etwas, das uns gefällt. Es stehen viele Optionen zur Verfügung. Das stimmt. Es ist wichtig, Kleidung zu finden, in der wir uns selbstbewusst fühlen. Absolut. Sich gut zu kleiden kann unser Selbstwertgefühl stärken. Ich stimme zu. Außerdem ist es immer schön, unsere Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Es ist eine großartige Gelegenheit, neue Stile und Trends auszuprobieren. Ich freue mich darauf, verschiedene Optionen zu erkunden. Wir können auch nach Empfehlungen von modeaffinen Freunden fragen. Das ist eine gute Idee. Es ist immer hilfreich, eine zweite Meinung einzuholen. Sorgen wir dafür, dass auch wir das Einkaufserlebnis genießen.
Lektion 24. Andere ermutigen. Ich glaube daran, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Gleiche hier. Wir sollten andere ermutigen, dasselbe zu tun. Absolut. Unser Handeln kann bei anderen zu positiven Veränderungen führen. Es ist wichtig, die Menschen um uns herum zu unterstützen und zu motivieren. Wir können unsere Erfahrungen austauschen und bei Bedarf Beratung anbieten. Auf diese Weise können wir eine Kultur des Wachstums und des Fortschritts schaffen. Ich stimme zu. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Lassen Sie uns andere ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das ist eine wunderbare Einstellung. Ich freue mich, dass wir es teilen. Lektion 25. Eine Buchung tätigen. Das funktioniert. Kannst du es bitte für mich buchen? Natürlich. Ich führe die Buchung für dich durch. Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Gar kein Problem. Ich helfe gerne weiter. Es ist toll, jemanden zu haben, der so zuverlässig ist wie dich. Ich versuche mein Bestes, um hilfreich zu sein, wann immer ich kann. Nun, du machst einen fantastischen Job. Nochmals vielen Dank. Gern geschehen, John. Es ist mir eine Freude, dir zu helfen. Lektion 26. Tipps, um gesund zu bleiben. Hast du irgendwelche Tipps, um gesund zu bleiben? Unbedingt. Eine ausgewogene Ernährung ist unerlässlich. Was kann ich sonst noch tun? Regelmäßige Bewegung ist ebenfalls wichtig. Wie viel Bewegung sollte ich bekommen? Strebe mindestens 30 Minuten Bewegung pro Tag an. Das klingt machbar. Irgendwelche anderen Tipps? Stellen Sie sicher, dass Sie hydratisiert bleiben, indem Sie ausreichend Wasser trinken. Guter Punkt. Sonst noch etwas? Schlafen Sie ausreichend, um Ihre allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Ich werde versuchen, dem Schlaf Priorität einzuräumen. Noch mehr Tipps? Vermeiden Sie übermäßigen Stress und finden Sie Möglichkeiten, sich zu entspannen. Das ergibt Sinn. Ein letzter Tipp? Vergessen Sie nicht, sich auch um Ihr geistiges Wohlbefinden zu kümmern. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat. Lektion 27. Die Zielgruppe erreichen. Wie erreichen Sie die Zielgruppe? Wir nutzen Social-Media-Kampagnen. Welche Plattformen sind am effektivsten? Es hängt von der Zielgruppe ab, aber Facebook und Instagram sind beliebte Optionen. Wie machen wir die Kampagnen erfolgreich? Durch die Erstellung ansprechender Inhalte und den Einsatz gezielter Werbung. Wie sieht es mit der Messung der Effektivität der Kampagne aus? Wir analysieren Kennzahlen wie Reichweite, Engagement und Konversionen. Wie können wir die Kampagnen verbessern? Durch die kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Anzeigen. Gibt es andere Strategien, die wir anwenden können? Die Zusammenarbeit mit Influencern und E-Mail-Marketing können ebenfalls effektiv sein. Interessant. Irgendwelche letzten Tipps?
Bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden und passen Sie Ihre Strategien entsprechend an. Lektion 28: Vertragsbedingungen. Wir haben die Vertragsbedingungen erhalten. Nach welchen spezifischen Punkten suchen Sie? Ich bin an den Zahlungsbedingungen und dem Lieferplan interessiert. Haben Sie Bedenken bezüglich der Zahlungsbedingungen? Ich möchte sicherstellen, dass die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung erfolgt. Das scheint vernünftig. Und was ist mit dem Lieferplan? Ich benötige eine Klarstellung zur voraussichtlichen Lieferzeit und zu etwaigen Strafen für Verzögerungen. Ich werde diese Punkte überprüfen und mich bei Ihnen melden. Sonst noch etwas? Es wäre hilfreich, die Garantiebedingungen zu kennen. Ich werde sicherstellen, dass das in die Bewertung aufgenommen wird. Irgendwelche anderen Punkte? Wir sollten auch nach Kündigungsklauseln und Streitbeilegungsverfahren suchen. Lektion 29: Die Reihenfolge anpassen. Natürlich können wir es nach Ihren Wünschen anpassen. Was würdest du bevorzugen? Großartig. Dann nehme ich das Curry. Notiert. Gibt es eine bestimmte Schärfe, die Sie bevorzugen? Mittlere Schärfe wäre perfekt für mich. In Ordnung, mittlere Schärfe ist es. Sonst noch etwas? Könntest du dem Curry etwas mehr Gemüse hinzufügen? Natürlich können wir eine Vielzahl von Gemüse hinzufügen. Irgendwelche spezifischen? Ich mag Paprika, Karotten und Brokkoli. Notiert. Wir nehmen das Gemüse in das Curry auf. Sonst noch etwas? Das ist alles. Danke, dass du meinen Präferenzen Rechnung getragen hast. Lektion 30: Neue Smartphones und Geschwindigkeit. Hast du die neuen Smartphones gesehen? Ja, sie sehen toll aus. Wonach suchst du? Ich brauche ein schnelleres Telefon. Mein jetziges ist zu langsam. Ich verstehe. Geschwindigkeit ist definitiv wichtig. Welches Telefon würdest du für eine schnelle Leistung empfehlen? Das neueste Modell der Marke XYZ zeichnet sich durch hervorragende Geschwindigkeit und Leistung aus. Das klingt vielversprechend. Hat es auch eine gute Kamera? Ja, es hat eine hochwertige Kamera mit erweiterten Funktionen. Perfekt. Wie steht es mit der Akkulaufzeit? Die Akkulaufzeit ist ebenfalls beeindruckend und hält bei regelmäßiger Nutzung den ganzen Tag an. Das ist genau das, was ich brauche. Irgendwelche anderen bemerkenswerten Funktionen? Es hat eine große Speicherkapazität und ein schlankes Design. Klingt nach dem perfekten Telefon für mich. Ich werde es mir ansehen. Lektion 31: Sprechfähigkeiten. Sprechfähigkeiten sind in der heutigen Welt eine wertvolle Fähigkeit. Ich stimme voll und ganz zu. Effektive Kommunikation öffnet viele Türen. Es hilft in persönlichen und beruflichen Beziehungen. Absolut. Gute Kommunikation schafft Vertrauen und Verständnis. Es hilft auch, Ideen und Gedanken klar auszudrücken. Das stimmt.
Es stellt sicher, dass unsere Botschaft richtig übermittelt wird. Außerdem stärkt es das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Auf jeden Fall. Gut zu sprechen macht einen positiven Eindruck. Es lohnt sich, Zeit zu investieren, um unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich stimme zu. Üben und Lernen können einen großen Unterschied machen. Wir sollten nach Möglichkeiten suchen, unsere Kommunikation zu verbessern. Das ist eine tolle Idee. Workshops und Kurse können von Vorteil sein. Wir können auch Gespräche mit verschiedenen Menschen führen. Ja, das setzt uns unterschiedlichen Perspektiven und Ideen aus. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel, um ein effektiver Redner zu werden. Lektion 32: Inselerlebnis. Wow, das klingt fantastisch. Wie war die Insel? Es war atemberaubend. Unberührte Strände und üppiges Grün überall. Gab es einzigartige Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen? Ja, es gab einen atemberaubenden Leuchtturm auf einer Klippe. Das muss einen fantastischen Blick auf die Umgebung geboten haben. Absolut. Wir konnten das türkisfarbene Wasser und die fernen Inseln sehen. Hast du irgendwelche Wassersportaktivitäten wie Schnorcheln oder Surfen ausprobiert? Ja, ich bin schnorcheln gegangen und habe bunte Korallenriffe und Fische gesehen. Das klingt unglaublich. Das würde ich gerne erleben. Es war wirklich unvergesslich. Die Schönheit der Natur war von ihrer besten Seite. Ich bin inspiriert, jetzt eine Reise auf eine ähnliche Insel zu planen. Ich kann es nur empfehlen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Es klingt wie ein Traum. Lektion 33: Altersvorsorge. Wir sollten genug Zeit haben, um uns auf den Ruhestand vorzubereiten. Ich stimme zu. Wir wollen diesen Ruhestand angenehm gestalten. Wir sollten damit beginnen, klare finanzielle Ziele zu setzen. Das ist wichtig. Es hilft uns, konzentriert und motiviert zu bleiben. Wir sollten auch unseren Lebensstil und das gewünschte Rentenalter berücksichtigen. Absolut. Das wird uns helfen, unseren finanziellen Bedarf abzuschätzen. Kluges Sparen und Investieren ist entscheidend für eine sichere Zukunft. Ja, wir sollten verschiedene Anlagemöglichkeiten prüfen. Und es ist wichtig, unsere Pläne regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Einverstanden. Die Umstände können sich ändern, daher ist Flexibilität der Schlüssel. Wir sollten auch den Gesundheits- und Versicherungsbedarf berücksichtigen. Auf jeden Fall. Die Planung der Krankheitskosten ist unerlässlich. Mit sorgfältiger Planung können wir einen sorgenfreien Ruhestand genießen. Lektion 34: Portionskontrolle. Ich muss helfen, meine Portionen besser zu kontrollieren. Das ist ein kluger Schachzug. Portionskontrolle ist wichtig für die Gesundheit. Ein weiterer Tipp ist, die Aufnahme von kalorienreichen Lebensmitteln zu begrenzen. Absolut. Diese können zur Gewichtszunahme beitragen. Es ist auch hilfreich, langsam zu essen und jeden Bissen zu genießen. Ja, dadurch kann unser Gehirn registrieren, wann wir satt sind.
Die Verwendung kleinerer Teller und Schüsseln kann unseren Geist dazu verleiten, sich zufrieden zu fühlen. Das ist eine gute Strategie. Das hilft bei der Reduzierung der Portionsgrößen. Das Vermeiden von Ablenkungen beim Essen kann auch übermäßigem Essen vorbeugen. Auf jeden Fall. Wenn wir uns auf das Essen konzentrieren, können wir auf unseren Körper hören. Und es ist in Ordnung, sich gelegentlich etwas zu gönnen, aber in Maßen. Lektion 35. Hobbys. Was ist dein Lieblingshobby? Ich lese gerne. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und zu lernen. Lesen ist in der Tat ein wunderbares Hobby. Ich liebe es auch. Was ist mit dir? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Ich spiele leidenschaftlich gerne Gitarre. Es ist meine Flucht. Das ist großartig. Musik kann so therapeutisch sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ermöglicht mir, mich auszudrücken. Hobbys sind für persönliches Wachstum und Erfüllung unerlässlich. Sie bieten eine Pause von der Routine und regen die Kreativität an. Absolut. Hobbys bringen Freude und Erfolgserlebnisse. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit für Aktivitäten nehmen, die wir lieben. Ja, sie bereichern unser Leben und machen uns zu glücklicheren Menschen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Hobbys sind ein wertvoller Schatz. Lektion 36. Restaurants im Park. Gibt es Restaurants im Park? Nein, es gibt keine Restaurants, aber es gibt ein paar Picknickplätze, an denen wir unser eigenes Essen mitbringen können. Das ist gut zu wissen. Dann können wir wohl ein Picknick machen. Ja, das könnte eine nette Idee sein. Wir können Sandwiches und Snacks mitbringen. Klingt nach einem Plan. Ich sorge dafür, dass ich auch ein paar Drinks einpacke. Großartig. Es wird ein herrlicher Tag im Park. Ich stimme zu. Es ist immer schön, die Natur zu genießen und draußen zu essen. Auf jeden Fall. Es ist eine erfrischende Abwechslung zum Essen in Restaurants. Das denke ich auch. Außerdem kann es budgetfreundlicher sein. Absolut. Wir können Geld sparen, indem wir unser eigenes Essen mitbringen. Ich freue mich darauf. Es wird ein lustiger und erholsamer Tag. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lass uns unsere Zeit im Park genießen. In der Tat. Es wird eine wundervolle Erfahrung sein. Lektion 37. Zu Hause entspannen. Heute nicht. Ich denke, ich werde mich wahrscheinlich zu Hause entspannen. Das klingt nett. Manchmal tut es gut, eine Pause einzulegen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich etwas Zeit brauche, um mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich verstehe. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen. Absolut. Es hilft uns, auf lange Sicht produktiver zu sein. Du hast recht. Ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung ist entscheidend. In der Tat. Es ermöglicht uns, fokussierter und effizienter zu sein. Dem stimme ich voll und ganz zu. Also, genieß deinen freien Tag zu Hause. Danke.
Ich werde das Beste daraus machen und einen produktiven Tag haben. Das ist toll zu hören. Nehmen Sie sich etwas Zeit für sich selbst und genießen Sie es. Das werde ich. Danke für dein Verständnis. Lektion 38: Obst für Snacks holen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch etwas Obst essen, wie Äpfel und Bananen. Das ist eine gesunde Wahl. Früchte eignen sich hervorragend als Snacks. Ja, sie sind nahrhaft und köstlich zugleich. Absolut. Sie liefern Vitamine und Energie. Ich stimme zu. Ich fühle mich immer gut, nachdem ich Obst gegessen habe. Es ist eine clevere Art, Ihre Naschkatzen zu stillen, ohne sich ungesunde Snacks gönnen zu müssen. Auf jeden Fall. Außerdem lassen sich Früchte leicht mitnehmen und unterwegs essen. Das stimmt. Sie können sie als schnellen und erfrischenden Snack haben. Ich freue mich, dass wir bei der Auswahl gesunder Optionen auf derselben Wellenlänge sind. Ich auch. Es ist wichtig, dass wir uns um unser Wohlbefinden kümmern. Absolut. Also, lass uns ein paar Früchte holen und unsere Snacks genießen. Lektion 39: Atmosphäre und Erschwinglichkeit. Wie ist das Ambiente in dem Restaurant? Es hat ein gemütliches und einladendes Ambiente. Es ist ziemlich angenehm. Das ist gut zu wissen. Ich esse gerne in einer schönen Atmosphäre. Ja, es verbessert das gesamte kulinarische Erlebnis. Ich stimme zu. Das Ambiente kann eine Mahlzeit angenehmer machen. Auf jeden Fall. Es macht Lust auf ein großartiges kulinarisches Erlebnis. Klingt wunderbar. Ich freue mich darauf. Bei den Preisen bin ich mir jedoch nicht sicher. Es könnte teuer sein. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Wir sollten die Speisekarte und die Preise vorher überprüfen. Ich denke, das wäre klug. Wir wollen keine Überraschungen. Absolut. Es ist wichtig, auch die Erschwinglichkeit zu berücksichtigen. Ich freue mich, dass du das verstehst. Lassen Sie uns eine fundierte Entscheidung treffen. Lektion 40: Bettenpräferenz. In Ordnung, lass uns ein Hotelzimmer buchen. Möchtest du ein Einzel- oder Doppelbett? Ein Einzelbett wäre in Ordnung für mich. Ich brauche nicht viel Platz. In Ordnung, ich werde mir das notieren. Es ist ein Einzelbett. Danke. Danke für Ihre Rücksichtnahme. Kein Problem. Ich möchte sicher gehen, dass du dich wohlfühlst. Das ist sehr nett von dir. Ich bin sicher, es wird gut gehen. Ich freue mich, das zu hören. Wir werden ein gemütliches Zimmer für unseren Aufenthalt haben. Ja, es wird ein komfortabler Ort zum Ausruhen und Entspannen sein. Absolut. Guter Schlaf ist während einer Reise wichtig. Dem stimme ich voll und ganz zu. Danke, dass du dich um die Arrangements gekümmert hast. Du bist willkommen. Ich möchte, dass alles glatt läuft.